Hallo ihr Lieben, es ist eine Weile her und dieses Mal habe ich nicht so furchtbar viel gemacht in den letzten 2 Wochen. Die Welt ist so ein bisschen in Winterschlaf gegangen und ich auch. Das ist auch in Ordnung so, finde ich. Man muss nicht im Winter, wenn die dunkle Jahreszeit da ist, die ganze Zeit was machen von morgens bis abends. Ja, ich stehe dann auf, wenn es hell wird und mache im Prinzip auch Feierabend, wenn es dunkel wird und der Tag ist dann doch recht kurz. Es ist natürlich nicht so hier wie in Nordnorwegen, dass wir gar keine Sonne haben, aber 8:30 geht sie auf und um 3:30 ungefähr im Moment wieder unter. Und im Tal haben wir ja keine Sonne, die haben wir nur auf dem Berg. Es ist ein bisschen dunkler und dementsprechend ist alles ein bisschen langsamer und gemütlicher und das ist auch gut so. Und in dieser Jahreszeit habe ich dann so langweilige Sachen gemacht wie Buchführung. Damit will ich euch natürlich nicht langweilen. Aber ich habe auch meine Weihnachtsgeschichte fertig und die zeige ich euch natürlich jetzt als erstes. Das Cover ist fertig. Sie heißt Wenn Freundlichkeit sich auszahlt und ist zu erwerben über Amazon. Ihr findet den Link auf meiner Homepage autarkwoman.com. Andreas war endlich mal wieder hier und darüber habe ich mich sehr gefreut. Es ist doch schön, ihn mal wieder hier zu haben. Es war jetzt ja schon eine ganze Weile her. Wir haben als erstes einen Kühlschrank ausgeladen mit Hilfe vom Dorf. Hier sind die unglaublich hilfsbereiten Leute aus dem Tal. Wir haben einen Kühlschrank, der ist ziemlich schwer und die Türen sind alle so eng und der Eingang zum Odin ist zu eng für den Kühlschrank. Und die sind jetzt alle gekommen zum Helfen, um den Kühlschrank reinzubuxieren. Das ist einfach wunderbar, der Zusammenhalt hier im Tal. Und dann waren wir beide eine Runde in Oslo. Nicht, weil wir das wollten, sondern weil ich musste. Mein Perso war abgelaufen, mein Pass schon vor vielen, vielen Jahren, den brauchte ich in Schweden nicht. Aber hier ist es schon sehr, sehr gut, einen Pass zu haben, weil für viele Sachen benötigt man ihn. Na gut, und dadurch, dass der Perso jetzt abgelaufen war, der war nicht abgelaufen, als ich mich hier anmelden wollte. Das hatte ich euch ja in einem anderen Video erzählt, wie das gelaufen ist, dass ich da Fehlinformationen von der Steuerbehörde bekommen hatte und dann dort stand und die sagten, ja, so geht das aber nicht. Jetzt habe ich das nachgereicht, das, was wir brauchten, die Firmenanmeldung hier in Norwegen. Ich hatte ja eine Firma in Schweden und die musste ich ja nach Norwegen rüber bringen, wie auch immer. Das ist jetzt registriert und das habe ich eingereicht. Aber es kann sein, dass es nicht rechtzeitig nachträglich eingereicht wurde und dann müsste ich das komplett alles nochmal beantragen und dann muss ich den Personalausweis wieder vorzeigen und dann reicht das nicht, dass die den schon kopiert hatten, als der noch gültig war. Ja, es ist nun mal Behördenkram. Außerdem braucht man natürlich sowieso einen gültigen Perso und Pass. Also haben wir das jetzt beantragt. Wir waren in Oslo, haben uns dort zur Übernachtung eine Hütte gemietet und das Problem war, einige von euch wissen das ja, ich bin krank, mein Körper entgiftet nicht so, wie er soll. Unter anderem halt auch flüchtige Stoffe entgiftet er nicht und das heißt, sämtliche Gerüche, solche Sachen wie Parfüms und solche Geschichten. Und diese Hütte war, ich weiß nicht, was die gemacht hatten. Das war wahrscheinlich ein Raumspray oder das war das Putzmittel. Es war ganz furchtbar. Also mein Mann ist tatsächlich auf einige Parfüms allergisch und auch er hat reagiert. Bei mir ist es halt nicht so, dass ich eine allergische Reaktion bekomme, sondern ich bekomme eine Vergiftung. So, wir mussten wirklich alle Fenster aufreißen und es war kalt und wir haben zwar nicht gefroren, aber es war eiskalt in der Hütte nachher, um überhaupt zu überleben und es war nicht gut. Hier oben war ich ja vor ein paar Tagen schon, jetzt ein kleines Stück weiter oben sind wir jetzt und fahren gerade nach Oslo und jetzt ist überall Schnee und kalt und windig
Und ich hoffe, wenn ich wieder zu Hause bin, dass ich hier nochmal hochfahren kann, bevor die Schranken alle zumachen und ich richtig für euch filmen kann, denn das ist ja jetzt hier meine Handykamera. Das sind die Tunnel hier in Oslo. Tunnel mit Abfahrten im Tunnel. So sieht man dann aus, wenn man eine Nacht lang vergiftet wurde, obwohl das Fenster ja offen ist. Zugequollene Augen, weil das brennt in den Augen und mir ist schlecht und ich habe Kopfschmerzen und ich bin echt froh, wenn wir hier wieder wegkommen. Jetzt sind wir fertig. Ich habe alles beantragt und ja, wir hoffen, dass es reicht. Hier sieht man genauso viel Verkehr wie in Hamburg oder sonst wo, sobald man irgendwo in der Großstadt ist. Und ich freue mich schon riesig darauf, wieder in mein Tal zu kommen, wo das Gift frei ist und wo ich durchatmen kann. Andreas und ich lieben beide Second-Hand-Shops. Wir können da den ganzen Tag drin verbringen und wir brauchten dringend ein paar Möbel, also waren wir in einem Second-Hand-Shop. Wir waren in einem Second-Hand-Shop und haben ein paar Möbel gekauft, denn wir haben hier nicht genug Möbel, um alle unsere Küchensachen unterzubringen. In Schweden hatten wir eine viel größere Küche mit eingebauten Schränken. Und jetzt haben wir jede Menge schöne Schätze gefunden. Diesen Schrank und diese Kommode und auch diesen Schrank. Und dann hatten wir noch einen Schrank, ähnlich in diesem Stil, aber der passt hier jetzt nicht rein. Also wir hatten gehofft, dass er reinpasst, aber ich muss hier meinen Arbeitsplatz haben. Und deswegen kommt er dann woanders hin. Und was ich machen möchte, ist diesen Schrank auch noch in diesem Ton anmalen. Und dann möchte ich da shabby chic draus machen. Ja, mal gucken. Irgendwann erstmal werde ich sie von innen sauber machen und einräumen. Denn hier steht noch alles voller Kartons im Wohnzimmer. Und irgendwann möchten wir vielleicht auch mal ein Wohnzimmer haben. Aber immer eins nach dem anderen. Und diesen wunderschönen Schrank haben wir auch noch bekommen. Alles Secondhand. Na, guten Morgen, Pferdchens. Ja, wollt ihr Odin begrüßen? Hm? Die spielen schon ganz brauchbar. Ab und zu rennt er noch zu seiner Mama zurück, aber er will gerne spielen mit Odin. Das klappt schon ganz gut. Und Mini, also die Mutter, die Stute, hat auch gar keine Angst mehr jetzt, weil sie hat verstanden, dass Odin nur spielt. Und mein Hengst hat sowieso keine Angst vor Hunden, der ist mit Hunden aufgewachsen und hat selber damals mit Nico, unserem Schäfer-Collie-Mischling, gespielt und zwar richtig rabiat. So, der kennt Hunde. Sonne in den Bergen. Und Schnee übergepudert, ich finde das so schön. Da fällt ja auch demnächst noch mehr Schnee.
Da ganz unten steht ein Auto und wenn man genau hinguckt, da klettert einer da oben. Und das bedeutet, dass ich jetzt endlich Fiebernetz Internet, also wie habt ihr, Glasfieber nennt ihr das, glaube ich, Internet bekomme und hoffentlich meine Uploads von den Videos nicht den ganzen Tag mehr dauern, weil das ist, also wenn man arbeiten will, einfach unglaublich gewesen. Ja. So, ich hoffe, das klappt. So. Der erste Schnee im Tal. Die allerersten Schneeflocken auf unserem Hof. Das erste Mal Schnee für Mikro. Hallo, mein Krümelchen. Na? Auf zum Futter im Stall. Das ist immer so gemütlich, den Pferden beim Fressen zuzuhören. Ich bin immer noch nicht fertig mit dem Ausmisten. Und wenn man hier hinten sieht oder auch nicht sieht, das liegt noch voll mit Müll. Naja, eins nach dem anderen. Na, kannst du das nicht abwarten? Es hat also noch ein bisschen mehr geschneit. Das ist der nächste Morgen. Das ist nicht monsterviel, aber es ist einfach so schön hell. Und obwohl es ein total diesiger Tag ist, man sieht den Berg nicht mal, ist das richtig schön hell. Da oben sind die Berge ganz verschwunden im Nebel. Und Odin und ich, wir gehen jetzt unsere morgendliche Tour. Da ganz hoch in den Wald rein, durch den Wald ganz nach oben und dann wieder nach unten. Weiter weg kann ich jetzt die Kamera nicht halten, weil mein Arm ist nicht länger. Ja, mit auf den Berg wollte ich das große Stativ nicht nehmen. Das ist ein bisschen schwer und es ist etwas glatt, obwohl ich jetzt Spikes unter den Gummistiefeln habe. Genau, glatt. Ich muss mir Schneeschuhe kaufen, denn meine alten sind kaputt. Und ganz da unten ist unser Hof und da sieht man auch eins der Ponys. Die anderen sind wohl noch im Stall und fressen.
Na, bist du gerannt, Odin? Und nein, Odin friert nicht, bevor hier wieder Kommentare kommen. Glaubt mir, wenn er frieren sollte, werde ich ihm was anziehen. Der rennt und rennt und rennt, wie immer. Auch im Sommer ist er gerannt, also er rennt nicht, weil er friert. Der braucht einfach unglaublich viel Bewegung. Ne, Odin, brauchst du viel Bewegung? Und auf dem Weg ist er. Auf dem Weg zu den Pferden. Und ganz da unten ist er. Mal gucken, ob wir ihn ranzoomen können. Da läuft er. Jetzt kommt er vielleicht wieder hoch. Mal gucken. Ab und zu guckt er dann nochmal. Er weiß ja, dass ich komme. Dann sind die Pferde schon wieder rausgekommen. Früh am Morgen und es geht ans Pferdefüttern. Da kommt auch schon der Krümel. Da kommen sie alle um die Ecke. Ja, genau. Spuren im Schnee. Das sind Vögel und dann haben wir hier Odin und hier links neben mir eine Katze, weil hier laufen ein paar Katzen rum. Na, ihr Süßen, kommt ihr alle gucken? Irgendwo suchen. Heute ist ein wunderschöner, sonniger Tag in den Bergen, da die Sonne ja hier nicht runterkommt. Aber es ist echt schön. Wow. Da hinten geht der Mond auf. Mal sehen, ob ich das vernünftig eingefangen kriege. Odin und ich sind noch mal draußen. Kurz bevor es richtig dunkel wird. Aber so ganz dunkel wird es nicht, denn wir haben Vollmond. Und letzte Nacht war das auch schon richtig hell, sodass man aus dem Fenster gucken konnte und die Ponys aus dem Fenster auf der Weide sehen konnte.